Geil, 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 McLaren. MP412C, das MP4 steht für McLaren Project 4 und die 12 ist eine interne Motorenbezeichnung für die Leistungsklasse des 3,8 Liter V8 und das C steht für das Carbon-Monocoque, also Monocell heißt es dann in der Straßenversion. Monocoque ist ja die Bezeichnung aus dem Rennsport, aus der Formel 1. Der McLaren MP412C ist absolut auf Leichtbau getrimmt. Das Chassis ist aus einem Carbon-Monocoque gefertigt von der Firma Carbotec aus Österreich. Das ist also quasi hier der Fahrgastraum. Dahinter befindet sich aus Aluminium für den Motor als Aufhängung noch ein Aluminiumrahmen und vorne und hinten dran ist noch jeweils eine Crashbox montiert. Auch die Karosserie, die besteht aus Aluminiumteilen oder wie die Türen zum Beispiel aus GFK, also glasfaserverstärkter Kunststoff. Und das Ganze macht ein unglaubliches Gewicht von 1376 Kilo. Wenn wir uns dazu die PS-Zahl von 625 anschauen, macht das ein Leistungsgewicht von 2,2 Kilo pro PS. Und da können wir gleich noch mal uns anschauen, was das bedeutet. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist eine absolute Rennfahrmaschine. Das kann einem ein Grinsen ins Gesicht zaubern. Dass ich selber noch nie gedacht hätte, dass ich jemals so breit grinsen kann. Was ganz schön ist, das erinnert mich so ein bisschen an die Formel 1, die Knöpfe hier in der Mittelkonsole. Wenn ich den Active-Knopf drücke, dann kann ich mir noch das Motoransprechverhalten und natürlich auch das Fahrwerk einstellen. Man hat hier Winter, normal, Snow and Track für beide und der wird absolut nochmal scharf. Da können wir uns gleich nochmal die Launch Control anschauen. Auf Track sind wir ohnehin schon. Ja, das waren mal kurze 120 in schätzungsweise 3,5 Sekunden. Ich bin echt überwältigt. Da fahren wir natürlich gleich mal auf die Autobahn. Denn mit dem McLaren MP412C Rennsport-Feeling pur. Ja, gleich mal jemanden ausbeschleunigt. Aber unglaublich. 3,1 Sekunden auf 100 brauchen wir hier. Wir sind aber schon auf 200, das sind 9 Sekunden. Ende ist gerade mal bei 330 km/h. Also
Für alle, die es genau wissen wollen, 204 Meilen pro Stunde. Unglaublich. Und wenn man in die Eise geht, wow, wie sich der Heckflügel aufstellt. Aber es fühlt sich unglaublich leicht an. Also das macht ganz, ganz großen Spaß. Ich war ja erst ein bisschen skeptisch. 3,8 Liter V8. Das ist ein wunderschöner Motor von Ricardo, dem Motorenhersteller. Wieder mal Turbo aufgeladen. Aber hier in dem Fahrzeug, das macht absolut Sinn. Der McLaren ist ein bisschen auch ein Europäer, denn das Getriebe, das Doppelkupplungsgetriebe, das kommt aus Italien. Das kommt von der Firma Oerlikon und das Carbon-Chassis kommt aus Österreich und die ganzen Teile werden dann am Ende des Tages bei McLaren in England zusammengefügt und die haben einen absolut perfekten Job gemacht. Es ist ein Auto, mit dem man sowohl ganz entspannt unterwegs sein kann und mit dem man darüber hinaus eine absolute Supersport-Fahrmaschine hat. Dieser V8, hört ihr das? Wenn man hier durch die Straßen cruist, merkt man richtig, das ist ein absoluter Exot. Also der fällt sehr auf und das macht natürlich auch ein bisschen Freude. Auch extrem schön die Nähte hier in das ganze Carbon. Diese freistehende Mittelkonsole und die filigranen Schalterchen hier und Pedals am Lenkrad. Da merkt man die ganze Rennsporterfahrung von McLaren, da kommt ganz schnell das Formel-1-Feeling auf. Also der Sound, wenn er dann über 8000 dreht. Ich will aus diesem Auto nie wieder aussteigen. McLaren fahren ist so ein bisschen wie durch den Himmel zu fliegen. Den McLaren MP412C, der wurde das erste Mal 2009 vorgestellt. In der ersten Leistungsstufe, die ab 2011 ausgeliefert wurde, hat er noch weniger gehabt. Jetzt haben wir 625 PS, das ist das Modelljahr 2013. Aber das ist ganz nett eigentlich. Alle Kunden, die einen McLaren mit der alten Leistungsstufe haben, die können sich bei McLaren kostenlos die neue Leistungsstufe einfach aufspielen lassen. Das ist das erste Mal, dass ich einen McLaren fahre. Ich wusste nie, was ich vermisse, aber ich habe es vermisst. Also den Tag heute in den McLaren zu verbringen, da muss ich, glaube ich, mal in die nächste Autobahnkirche und ein Stoßgebet zum heiligen Octanius hochsenden. Das ist ein Auto, wow. Also so ein puristischer Sportwagen, das ist genau mein Ding. Mir fallen gar keine Superlative mehr ein, um den Wagen zu beschreiben, um das Fahrgefühl darzustellen. Das Fahrwerk ist sehr sportlich, aber das erwarte ich mir von so einem Sportwagen auch so.
Man hört immer, wenn man leicht aufs Gas geht und dann wieder vom Gas runter geht, man hört dann die Auslassklappen vom Turbo und immer so ein sehr schönes Geräusch. Jetzt wieder. Unglaublich geil. Der liebe Gott, der muss Engländer sein. Bisher war ich ja immer so ein bisschen der Meinung, Gott schütze mich vor Sturm und Wind und Autos, die aus England sind. Obwohl ich wirklich gestehen muss, ich stehe absolut auf englische und britische Sportwagen. Bei Jaguar angefangen, über Aston Martin natürlich das klassische Bond-Auto, auch ein Range Rover, absolut ein sehr schönes Auto. Aber Jaguar hatte doch lange mit der Zuverlässigkeit zu kämpfen. Aber in McLaren zu fahren, ich glaube, ich habe mich neu verliebt. Nee, ich glaube nicht. Ich habe mich neu verliebt. Ja. Wenn wir uns den Preis von dem McLaren MP412C Spider anschauen, das versaut einem so ein bisschen den Tag wieder. Denn der kostet 232.000 Euro in der Spider-Version Grundpreis. Jetzt haben wir noch jede möglichen Extras, die bei McLaren auf der Aufpreisliste zu finden sind. Das sind jede Menge Carbon-Teile, eine Keramikbremse, die allerdings auch extrem viel Sinn macht. Die kostet allein schon über 12.000 Euro. Und wir haben hier einen stolzen Gesamtpreis für diesen Testwagen von 311.000 Euro.